Zufriedenheit lässt sich nicht kaufen, sie ist das Geschenk deiner Einstellung. Dieser Spruch stammt von Mario Koch, den habe ich gefunden auf aphorismen.de. Und er trifft perfekt das Thema dieses Videos. Denn nichts geht über die richtigen Einstellungen in Komoot und nur so wirst du deine Zufriedenheit mit der App erreichen können. Wir wollen uns heute unterhalten über die Einstellungen in Komoot im Browser, in der Komoot App und in deinem Betriebssystem Android. Hallo, ich bin Thomas von Harzer Bergwald, deinem Nummer 1 Komoot-Hilfe-Kanal. Danke, dass du hier bist und dir Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Im Intro habe ich schon gesagt, dass sich Zufriedenheit nicht kaufen lässt, sondern sie das Ergebnis deiner Einstellung ist. Und genau darum geht es heute, um die Einstellungen des Profils im Browser, um die Einstellung der App und um die Einstellungen in deinem Betriebssystem Android. Im Browser werden wir die Profilinfos behandeln, deine Abos, die Einstellung der Sprache, Einstellung deiner Nachrichten, die Privatsphäre und die Verbindungen mit anderen Diensten. In der App schauen wir uns neben den Einstellungen vom Browser noch die spezifischen App-Einstellungen an, was dann zum Beispiel die Verwaltung des Speicherorts für Offline-Daten betrifft. Und im Betriebssystem Android schauen wir uns an, wie du Benachrichtigungen auf deinem Smartphone steuerst, wie du Berechtigungen setzt, wie du die Datennutzung kontrollierst, die Speicherverwaltung, den Stromverbrauch und die Verknüpfung mit anderen Dateien. Behandle das Thema Einstellungen in Komoot nicht stiefmütterlich, denn häufig sind falsche Einstellungen die Ursache für Probleme. Und genau über die richtigen Einstellungen wirst du Zufriedenheit im Umgang mit Komoot erreichen können. Dann lass uns jetzt mal loslegen. Wir wollen mit den Einstellungen am Browser beginnen, weil sich hier einfach am übersichtlichsten arbeiten lässt. Die Einstellungen findest du so ein bisschen versteckt hier oben ganz rechts unter den 3 Punkten. Wenn du draufklickst, klappt sich ein neues Menü auf und der vorletzte Punkt nennt sich Einstellungen. Und in den Einstellungen navigierst du entweder über Scrollen mit deinem Mausrad oder du kannst hier ganz rechts am Bildschirmrand den Balken ziehen. Oder aber du kannst auch hier links im Menü direkt auf den Punkt springen, wo du Einstellungen einsehen oder ändern möchtest. Beginnen wir doch ganz oben mit dem Profil. Hier hast du die Möglichkeit, ein Profilbild hochzuladen, deinen Benutzernamen anzulegen oder zu verändern, eine Webseite von dir zu hinterlegen und hier Beschreibungen. Auch hier sind Webseitenbetreiber, so wie ich zum Beispiel, die das Ganze dann nutzen, um auch eigene Informationen zu platzieren, die im Profil eingesehen werden können. In den Details kannst du deine E-Mail-Adresse verwalten und dein Passwort. Hier mal drauf achten, wichtig ist, dass in der App und im Browser die gleiche E-Mail-Adresse, das gleiche Passwort verwendet werden. Wenn du aus Versehen 2 Accounts angelegt hast, macht es keinen Sinn, im zweiten die E-Mail-Adresse anzupassen, weil das wird nicht funktionieren. Eine E-Mail-Adresse kann immer nur einmal vergeben werden. Aber ändern kannst du sie hier. Schreib dir das gut auf, dass du es nicht vergisst. So, im nächsten Punkt sehen wir dann hier dein Komoot Premium Status. Bei mir siehst du, ist der aktiv. Hier kannst du einsehen, wann das Premium-Abo abläuft und wann du das verlängern musst. Im nächsten Punkt siehst du die Sprache und deine Region. Hier gibt es sogar die Auswahl noch für Deutsch, österreichisches Deutsch, wobei ich da den Unterschied jetzt nicht kenne. Vielleicht könnt ihr mir das mal sagen. Schweizerdeutsch würde ich schon eher verstehen und ihr seht hier verschiedene Arten noch englischer Sprache, französischer Sprache etc. Du kannst die Einheiten verändern, ob du Kilometeranzeigen oder Meilenanzeigen haben möchtest und bei der Temperatur zwischen Grad Celsius und Fahrenheit wählen. Dann im nächsten Punkt kannst du deine Lieblingssportarten festlegen. Wenn hier jemand weiß, was das bewirkt, dann schreibt mir das mal bitte unter die Kommentare, weil ich kann es mir im Moment nicht erklären, vielleicht habe ich es auch bloß irgendwo übersehen. Im nächsten Punkt, der ist sehr wichtig, kontrollierst du die Benachrichtigungen, die du von Komoot erhältst. Das sind zum einen hier im vorderen Teil Benachrichtigungen über die App, also auf dem Smartphone, und Benachrichtigungen, die du per E-Mail erhältst. Aktive Benachrichtigungen werden hier grün dargestellt,
inaktive Benachrichtigungseinstellungen werden grau dargestellt. Und ich glaube, hier kannst du denn allein sehen, was über welche Benachrichtigung dir dann mitgeteilt wird. Im nächsten Punkt siehst du die Aktivierung für den Newsletter. Wenn du hier ein Häkchen reinsetzt, wirst du regelmäßig über deine oben angegebene E-Mail-Adresse über Neuigkeiten von Komoot informiert. Der nächste Punkt, Community. Hier kannst du festlegen, ob du bei den Pioneers teilnehmen möchtest. Das Thema Pioneers habe ich dir in dem Video oben rechts näher erklärt. Lässt du den Haken hier raus, wirst du auch nicht bei den Pioneers gelistet, kannst dort auch keine Punkte sammeln. Der nächste Punkt ist die Privatsphäre. Hier entscheidest du, ob du überhaupt von anderen Profilen in Komoot gefunden werden kannst. Man kann dich dann beispielsweise entweder als Bekannter über deine E-Mail-Adresse suchen oder aber eben, wenn der Benutzername bekannt ist, kann man hier auch den Benutzernamen in Komoot suchen und dir dann folgen. Wenn du das Häkchen hier rausnimmst, kann dich niemand finden. Ein ganz wichtiger Punkt ist Entdecken, denn auch hier hat diese Einstellung ein großes Fehlerpotenzial. Wenn der Haken nämlich raus ist, dann wirst du auf deiner Startseite das Suchfenster nicht mehr angezeigt bekommen. Du bekommst keine Collections und keine Highlights mehr vorgeschlagen von Komoot. Du siehst nur noch Touren von deinen gefolgten Profilen. Also da ganz wichtig, wenn du die Komoot-Suche benutzen möchtest, lass den Haken aktiv. Das gilt für das Smartphone, also für die App und hier auch für den Browser. Im Punkt verbundene Accounts kannst du hier deine Verbindungen zu anderen Diensten kontrollieren, wie zum Beispiel bei mir hier Garmin Connect. Wie du dein Garmin Connect Profil mit Komoot verbindest, habe ich dir im Video oben rechts eingeblendet. Dann gibt es noch weitere Software und weitere Anwendungen, die verbunden werden können mit Komoot. Genauere Einstellungen dazu findest du dann in der App. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Im nächsten Punkt kannst du deine Regionen verwalten. Hier siehst du beispielsweise, wann du welche Region erworben hast. Wenn du weitere Regionen freischalten möchtest, kannst du das hier über diesen Button. Du kannst hier auch einen Gutschein einlösen. Wie du einen Gutschein richtig einlöst, habe ich dir im Video oben rechts erklärt. Wir wollen mal ganz kurz reinschauen, wie das aussieht, wenn du dir eine Region freischalten willst. Scrolle dazu ganz runter, gehe hier auf den Link Alle Regionen einsehen. Und dann kannst du zum Beispiel deine Urlaubsregion, in die du demnächst fahren möchtest, aufrufen. Wählst dann den Ort und siehst hier die Region, die ist bei mir dann in dem Fall freigeschaltet, ansonsten könntest du die erwerben. Das ist dann Kalmar, entspricht in etwa ja einer Landkreisgröße bei uns in Deutschland. Oder aber eben das Regionenpaket mit anderen umgebenden Landkreisen noch oder Regionen. Auch das könntest du hier wieder freischalten. Ganz unten findest du deine Benutzer-ID. Die ist wichtig, wenn du mit Komoot in Kontakt trittst, weil du technische Probleme hast, die dann nicht durch Tipps gelöst werden können. Hier kann es dann notwendig sein, dass du bei Komoot deine Benutzer-ID angeben musst, damit dir der Support helfen kann. Und im ganz untersten Punkt kannst du dann, wenn du Komoot für immer verlassen möchtest oder du möchtest nochmal neu starten, kannst du dein Benutzerkonto löschen. Wenden wir uns jetzt den Einstellungen in deiner Komoot-App zu. Dazu vornweg noch ein Hinweis. Jede Einstellung, die du veränderst im Browser oder auch in der App, wirken sich auf dein Profil aus. Das heißt, Änderungen, die du im Browser vornimmst, werden auch in der App aktiv. Umgedreht, Änderungen, die du in der App vornimmst, werden auch in deinem Browser aktiv sein. Bis auf wenige, die app-spezifisch sind. Sollten einmal Einstellungen, die du am Browser geändert hast, nicht sofort an der App zu sehen sein, wische einfach mal mit dem Finger von oben nach unten über den Bildschirm, dadurch aktualisiert sich deine App. So, dann schauen wir mal, wo findest du die Einstellungen in deiner Komoot-App? Geh dazu unten auf Profil und dann im Profil ganz oben in der Mitte auf das Zahnrad. Und hier haben wir deine Einstellungen. Zuerst kannst du deine Benachrichtigungen verwalten. Das Ganze sieht wieder genauso aus wie im Browser.
In dem Fall hier ist eine aktive Benachrichtigung, die du auf dem Smartphone bekommst, blau, oder auch die aktive Benachrichtigung per E-Mail. Benachrichtigungseinstellungen, die inaktiv sind, sind dann hier leicht grau unterlegt. Ansonsten siehst du, sind hier wieder die Themen wie auch im Browser zu sehen. Hier ist in der App ganz unten noch die Aktivierung des Newsletters per Häkchen möglich. Dann gehen wir mal zurück und schauen uns das nächste an, deine Profilinfos. Hier kannst du auch wieder dein Profilbild ändern, kannst deinen Namen ändern, kannst eine Webseite hinzufügen und eine Beschreibung über dich. Wie gesagt, Webseitenbetreiber nutzen das gern, um auch gleich noch ein bisschen Werbung für sich selber zu machen. Ganz unten siehst du dann hier deine privaten Informationen, wie die verwendete E-Mail-Adresse. Auch hier kannst du die ändern. Bedenke dabei, wenn du dich dann im Browser einloggst, musst du dort auch die neu vergebene E-Mail-Adresse verwenden. Du hast hier die Möglichkeit, das Passwort zu ändern, kannst hier wieder festlegen, ob du mit an den Pioneers teilnehmen möchtest. Wenn du das deaktivierst, siehst du keine Pioneers mehr und kannst auch selber nicht an dem Pioneers-Programm teilnehmen. Und ganz unten hast du dann noch mein Konto in Suchergebnissen anzeigen. Auch das ist wieder, ob du durch andere gefunden werden kannst. Wenn du das deaktivierst, kann dich niemand über deine E-Mail-Adresse oder über deinen Benutzernamen finden. Ganz unten dann deine Benutzer-ID. Das hatten wir vorhin auch als Thema. Die ist wichtig, wenn du mit dem Komoot-Support in Kontakt trittst und es gibt dort technische Probleme zu lösen, die anders dann nicht zu lösen sind. Dort hilft dann die Angabe der Benutzer-ID, damit man deinen Account sauber zuordnen kann. Wir gehen zurück, schauen uns die Lieblingssportarten an. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, deine Lieblingssportarten auszuwählen. Nochmal als Hinweis, wenn jemand weiß, was das bewirkt, würde mich mal sehr stark interessieren. Teilt mir das mal bitte unten unter dem Video in den Kommentaren mit. Wir gehen dann zurück. Dann haben wir hier die App-Einstellungen. Hier kannst du die Maßeinheiten festlegen, Temperatureinheiten festlegen. Dann, ganz wichtig für die Navigation, kannst du das automatische Umplanen ausschalten oder einschalten. Das heißt, wenn du unterwegs auf Tour bist, das ist eine Standardeinstellung, du kannst das in jeder Tour, in jeder Navigation kannst du das immer noch mal selber verändern. Aber das sind die Standardeinstellungen, lässt du unterwegs automatisches Umplanen zu, wird Komoot deine Route anpassen, wenn du den Track oder beziehungsweise die geplante Route verlässt. Hier hast du den Navigation Logger. Das sind Daten, die quasi Komoot auswertet und dann weiter sendet, um die App zu verbessern. Hier kannst du die Sprachausgabe prüfen. In meinem Fall siehst du, die Sprache für die Navigation ist installiert. Dann hast du die Möglichkeit, weitere Sprachpakete zu installieren. Ich habe hier ein Smartphone ohne Google-Dienste, deswegen kriege ich hier nichts angezeigt. Wenn du das öffnest, hast du eine ganze Auswahl an unterschiedlichen Sprachpaketen, die du installieren kannst und dann auch zur Navigation in einer Fremdsprache verwenden kannst. Der nächste Punkt ist die Komoot-Story, ob die automatisch erstellt werden kann. Das ist dieser schöne kleine Videofilm, den du immer siehst, wo dann Fotos der Tour und die Strecke selber angezeigt werden. Das Mapbox-Tracking ist auch quasi eine Aufzeichnung deiner Aktivitäten, wird dann gesendet an eine Firma, über die Komoot das Rendering für die Karten bezieht. Da unten gibt es dann drunter die Offline-Karten. Hier hast du den Pfad, wo deine Offline-Karten abgespeichert werden auf deinem Smartphone. Darunter siehst du den freien Speicher auf deinem Smartphone. Im nächsten Punkt kannst du den Pfad löschen und ganz unten kannst du den Kartencache löschen. Ein Cache ist immer ein Zwischenstand quasi, damit dein Handy schneller zugreifen kann auf Daten, legt Daten in dem Arbeitsspeicher ab und diesen Arbeitsspeicher kannst du hier löschen, damit die App wieder sauber funktioniert, wenn es mal Probleme gibt. In dem Video oben rechts habe ich dir gezeigt, wie du Touren und Karten offline setzen kannst. Dann schauen wir uns den nächsten Punkt an. Auch hier kannst du den Cache löschen, direkt unter den Offline-Karten hier im letzten Drittel. Kannst du den Cache für die App löschen. Als nächstes siehst du Geräteinformationen, wie zum Beispiel die auf deinem Smartphone installierte Android-Version. Bei
iPhones kann ich jetzt nicht direkt mitreden, gehe ich aber davon aus, dass auch hier eine Information gegeben ist, welches Betriebssystem auf deinem Handy installiert ist. Darunter die App-Version, hier hast du den Versionsstand und den Versionscode und ganz unten, woher die Wettervorhersagen bezogen werden. Das ist im Fall von Komoot Premium wichtig. So, dann schauen wir uns dann den benutzten Speicher an. Hier kannst du sehen, wie groß der belegte Speicher durch Offline-Karten ist und wie groß der belegte Speicher durch Offline-Touren ist. Direkt über den Button Leeren kannst du das Ganze hier wieder, kannst du diese Daten, die du abgespeichert hast, löschen. Auch das habe ich dir in dem vorhin genannten Video zu Offline-Touren und Offline-Karten erklärt, wie du das machst und was da passiert. Als nächstes hast du hier deine Verbindung zu deinem Facebook-Profil. Ich beispielsweise logge mich mit meinem auf dem Smartphone aktiven Facebook-Profil ein, sodass ich schneller reinkomme, brauche ich in dem Fall kein Passwort. Dann hast du Bluetooth Connect. Hier sind wir jetzt an dem Punkt, was ich auch vorhin schon im Browser erklärt habe, welche Hersteller sich noch mit Komoot verbinden lassen, sodass du deine Komoot-Touren auf diesen Geräten, wie zum Beispiel hier bei Yamaha E-Bike oder bei Cyclo, HAC, Fahrradcomputer, Metz, Sigma und so weiter und so fort, wie du dort Komoot verbinden kannst und deine Touren direkt auf diesen Geräten nutzen kannst. Kannst du hier alle Verbindungen abrufen. Der nächste Punkt ist dann dein verbundenes Garmin Connect Profil, sofern du verbunden bist. Dann gibt es unter dem Punkt Komoot Feedback und Hilfe. Hier landest du dann direkt bei Komoot auf der Seite. Ich habe hier jetzt keinen Browser hinterlegt, deswegen öffnet sich das nicht direkt. Wenn ich auf App bewerten gehe, lande ich im Google Play Store. Das funktioniert bei mir auch nicht, da ich keine Google-Dienste habe. Unter Rechtliches findest du die Nutzungsbedingungen von Komoot. Dann findest du die Datenschutzerklärung von Komoot, das Impressum und die verwendeten Softwarelizenzen für die App. Ganz unten hast du dann die Möglichkeit, dich von deinem Profil abzumelden. Wenn du 2 Profile benutzt oder mehrere Nutzer quasi dieses Handy nutzen und jeder sein eigenes Komoot-Profil hat, dann kannst du dich hier abmelden und jemand anders kann sich anmelden. Was sehr oft unterschätzt wird, das sind die Einstellungen im Betriebssystem für Komoot. Die Einstellungen erreichst du über dieses Zahnrädchen, das sind quasi die Einstellungen für dein Smartphone. Das öffnen wir mal und dann gehen wir jetzt auf Apps, gehen dann wieder auf Apps, suchen uns Komoot. Und das sind die Grundeinstellungen für Komoot. Hier hast du zuerst die Versionsinformationen, den Komoot-Versionsstand der App. Darunter könntest du jetzt Komoot installieren. Daneben, nicht installieren, deinstallieren, Verzeihung. Daneben findest du den Button Stoppen. Der ist ganz wichtig, wenn sich deine Komoot-App mal aufgehangen hat, funktioniert nicht mehr. In dem Fall empfehle ich dir, gehe hier in diese Einstellungen für die App, drücke dann auf Stoppen und dann kannst du später im Speicher den Cache der App löschen, da kommen wir dann noch hin, und kannst die App dann neu starten. Wird sehr verwendet, um einfache Fehler zu beheben. Dann schauen wir mal in den Unterpunkt Benachrichtigungen rein. Das sind die Benachrichtigungen, die dir deine Komoot-App auf deinem Smartphone gibt. Die kannst du generell ausschalten oder aber du lässt sie eingeschalten. Und dann, wenn sie eingeschalten ist, hast du hier noch weitere Unterfunktionen, sogenannte Benachrichtigungstypen. Da kannst du beispielsweise hier die Hintergrundaktivität, entweder Benachrichtigungen zur Hintergrundaktivität zulassen oder nicht zulassen. Wenn du sie zulässt, kannst du einfach auf stumme Benachrichtigungen gehen, dann erscheint nur ganz oben im Bild, beziehungsweise oben an der Kante oder unten, je nachdem wie du es im Handy gestaltet hast, erscheinen dann die Nachrichten. Wenn du es nicht stumm hast, hast du hier die Auswahl noch, ob du Informationen im Sperrbildschirm haben möchtest,
ob du Informationen im Banner, ich nenne das immer Systemtray oder Taskleiste, so wie man es ja auch am PC hat, kannst du hier aktivieren, kannst speziell noch einen Ton zuordnen, damit du vielleicht sofort identifizieren kannst, wenn du das Handy in der Tasche hast und da kommt ein Piepton, dass du weißt, oh, das ist eine Info von Komoot. Kannst vibrieren lassen und kannst sogar auch festlegen, ob die Information kommen darf, selbst wenn du das Handy auf Nicht stören aktiv hast, wie man es beispielsweise ja in der Nacht machen kann. So, hier hast du Meldungen zu Touren, Navigationshinweise, ist für mich ganz wichtig. Wenn du das Handy hast und nutzt vielleicht gerade irgendeine andere App, zum Beispiel die Foto-App unterwegs, fotografierst, läufst noch dabei oder filmst gerade was, müsstest jetzt eigentlich abbiegen, dann kann dir Komoot hier oben die Informationen wieder im Banner zukommen lassen, sodass du nicht übersiehst, dass du jetzt an der nächsten Wegkreuzung links oder rechts abbiegen müsstest. So, dann gibt's zweimal Navigationshinweise. Weiß ich nicht, was hier jetzt der Unterschied ist. Vielleicht kann das auch jemand sagen. Schreibt's doch mal drunter. Und hier ganz unten hast du noch die Info mit zum Regionen-Download. Und die App-Symbolembleme, vermute ich jetzt mal, dass das ganz oben hier im Systemtray dann das Symbol von Komoot ist. Gehen wir einen Schritt zurück. Das waren die Benachrichtigungen. Jetzt ganz wichtig, Berechtigungen. Das sind Berechtigungen, die du der App bei der Installation erteilt hast. Die kannst du jederzeit ändern, zurücknehmen, neue Berechtigungen hinzufügen. Dabei ist ganz wichtig, der Speicher, da kann man den Zugriff zulassen oder verweigern. Wenn du den Zugriff auf den Speicher nicht zulässt, können keine Touren getrackt werden, du kannst keine Einstellungen verändern. Das sind ja alle Speicherungen quasi, die du über Komoot vornimmst. Dazu ist auch immer ein Zugriff auf den Speicher notwendig. Dann auch die Standorteinstellungen. Wenn du das verweigerst, kannst du quasi nicht mehr navigieren, weil deine Position nicht festgestellt werden kann. So, dann gibt es die Möglichkeit, auf Kontakte zugreifen zu lassen. Das ist beispielsweise wichtig, Freunde zu finden in Komoot. Wenn du das verweigerst, dann kann die App nicht mit deinem Telefonbuch abgleichen, ob sich eventuell Leute aus deinem Telefonbuch auch bei Komoot angemeldet haben und kann dir so keine Tipps geben, mit wem du dich verbinden kannst. Außerdem, wenn du Leute zu Touren einladen möchtest, kannst du nach den Leuten suchen. Wenn du den Zugriff auf dein Telefonbuch zu deinen Kontakten quasi zugelassen hast, werden diese dort auch vorgeschlagen und dann sogar unabhängig davon, ob sie die Komoot-App installiert haben oder nicht. Als nächstes wäre dann noch der Zugriff aufs Mikrofon. Da ergibt sich für mich der Sinn nicht, deswegen habe ich diesen Zugriff nicht gegeben. Und wenn du unten alle Berechtigungen anzeigen gehst, kriegst du hier nochmal eine genaue Erklärung von Android, was welche Berechtigung genau bewirkt. Das gilt aber dann für alle Apps. Dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Datennutzung. Hier hast du einen Monitor, wo du deine von Komoot genutzten Daten abfragen kannst, welche Datenmenge genutzt wurde. Das kannst du dann filtern nach den letzten 30 Tagen oder den letzten 24 Stunden und hast hier oben die Möglichkeit zwischen mobilen Daten und WLAN zu switchen. Hier ganz unten hast du dann den Netzwerkzugriff geregelt, den Zugriff auf mobile Daten. Wenn du beispielsweise nicht möchtest, dass Komoot deine mobilen Daten nutzt, das heißt, dass dein Datenvolumen nicht aufgebraucht wird von Komoot, kannst du hier das Zulassen rausnehmen, das heißt also das Ganze ausgrauen und dann darf Komoot da nicht mehr zugreifen. Das gleiche gilt für WLAN. Hintergrunddaten sind auch sehr wichtig, wird auch oft unterschätzt. Das kann sein, dass Hintergrunddaten tatsächlich auch ein Datenvolumen verbrauchen. Das ist dann der Fall, wenn jetzt beispielsweise jemand eine Tour von dir liked oder einen Kommentar abgibt und du hast die Benachrichtigungen dazu eingestellt. Wenn du dann die Hintergrunddaten zulässt, dann kriegst du diese Info auch direkt aufs Smartphone, wenn du die dort aktiv hast. Hast du die Hintergrunddaten nicht aktiv, kann das auch nicht abgefragt werden. In dem Fall würde dir das da nicht signalisiert. Und unten ist auch ganz wichtig für den Einsatz von Komoot im Ausland die sogenannten Roaming-Daten. Da gibt es ja eine EU-Verordnung. Solange du dich innerhalb der EU befindest, sollte normalerweise das Datenpaket gelten, was du auch zu Hause mit deinem Smartphone hast. Da informier dich am besten direkt mal bei deinem Provider, wie der das handhabt.
Wenn du dann im nicht-europäischen oder im Nicht-EU-Ausland bist, kann das natürlich sein, wenn du jetzt unterwegs trackst und willst dort noch Daten ziehen, willst vielleicht noch Highlights angezeigt bekommen, wo du nochmal hin navigieren willst. In dem Fall kann das sein, dass dann zusätzliche Kosten entstehen. Wenn du das deaktivierst, würde das nicht passieren, du hättest dann aber auch keinen Datenzugriff. Der nächste Punkt, Speicher, hatte ich schon mal in Verbindung mit der Funktion Stoppen angemerkt. Hier siehst du den gesamtverwendeten Speicher von Komoot, den Speicher, den die App braucht und den Speicher, den hier quasi die Daten von Komoot verwenden. Das sind deine Einstellungsdaten etc. Wenn du die löscht, geht vermutlich erstmal dein Profil verloren. Du müsstest dort alles wieder neu einrichten, aber nicht bei Komoot verloren, sondern nur auf deinem Smartphone. Der untere Punkt Cache. Cache löschen ist sehr wichtig. Das sind quasi Daten, die Komoot in den Arbeitsspeicher geladen hat, um schneller auf die zugreifen zu können, dass die nicht jedes Mal wieder runtergeladen werden müssen, sondern Komoot legt das dann auf deinem Handy im Arbeitsspeicher ab und kann so schneller Dinge anzeigen. Das kann natürlich auch mal dazu führen, dass sich deine App aufhängt, bestimmte Funktionen nicht gegeben sind. Dann klickst du, beziehungsweise gehst du hier im Startbildschirm für die Übersicht der App, gehst du dann auf Stoppen, gehst danach hier in den Speicher rein, drückst auf Cache löschen. Dadurch hast du dann deine App angehalten, hast alle hinterlegten Cache-Daten rausgelöscht. Komoot muss also quasi neu geladen werden. Das hilft sehr, sehr oft bei der Fehlerbehebung. Dann schauen wir als nächstes an, hier die Details zum Stromverbrauch. Ja, Komoot ist eine App, die sehr viel Strom verbraucht, weil es wird zum Beispiel die GPS-Ortung benutzt, das heißt, deine Position wird festgestellt. Wenn du verschiedene Satellitennavigationssysteme bzw. Empfänger auf deinem Smartphone verbaut hast, wie GLONASS oder bei den chinesischen Geräten noch Beidou, dann sind natürlich sehr viele Module aktiv, die dann immer wieder deine Position möglichst genau bestimmen. Auch das WLAN kann noch dazu genutzt werden. Es wird aufgezeichnet, dein Display ist an. Das heißt, Komoot ist eine sehr stromintensive App. Das merken ja auch viele, dass der Akku da schnell oder weniger schnell verbraucht wird. Dann kannst du hier zum Beispiel ausschalten, dass du dazu gewarnt wirst, weil normalerweise zeigt dir denn dein Betriebssystem an, Achtung, ich habe hier eine App, die sehr, sehr viel Strom verbraucht. Wenn die anbleibt, kann dein Akku relativ zügig runtergehen. Ich habe das ausgeschalten, weil ich das weiß, das ist für mich okay, ich brauche dafür keine Warnung. So, dann haben wir im nächsten Punkt den App-Start. So, hier kannst du verwalten, ob zum Beispiel unnötige Starts eingeschränkt werden sollen. Das kann man automatisch machen lassen oder man kann das manuell machen lassen. Dann wären hier unten diese 3 Einstellungen aktiv, die ich dann selber legen kann. So, ich kann Komoot zum Beispiel beim Startup oder im Hintergrundmenü starten. Ich habe hier eine Möglichkeit, einen sekundären Start, das heißt also von anderen Apps Komoot starten lassen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn dich jemand per E-Mail zu einer Tour einlädt, du bekommst das auf dein Smartphone, klickst da auf den Link, dann öffnet sich Komoot, wenn du das so festgelegt hast. Wenn du dieser E-Mail quasi die Berechtigung gegeben hast, dass Komoot von ihr gestartet werden kann. Im Hintergrund ausführen bedeutet, wenn du Komoot laufen hast zur Navigation und du legst die Komoot-App in den Hintergrund und öffnest beispielsweise die Foto-App, dann würde in dem Fall, wenn die Berechtigung nicht gegeben ist, sich Komoot irgendwann abschalten. Und das ist eine ganz große Fehlerursache, wenn Leute losgehen, schalten ihren Bildschirm aus, stecken das Handy in die Tasche, warten auf die nächste Ansage, wenn sie an eine Wegkreuzung kommen und es kommt keine, holen das Handy aus der Hosentasche und Komoot hat den Track gestoppt. Komoot ist gar nicht mehr aktiv. In dem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass hier im Hintergrund ausführen ausgeschalten ist. Deswegen ganz wichtig, im Hintergrund ausführen, immer anlassen, damit Komoot unterwegs beim Track nicht ausgeht. So, dann haben wir die nächste Möglichkeit, hier noch eine Energieanalyse uns anzuschauen. Da sehen wir die bewegten Daten und den aktuellen Stromverbrauch. Können auch hier nochmal die Komoot-App stoppen. Wir gehen wieder zurück, haben dann hier als nächstes standardmäßig öffnen. So, hier siehst du dann, welche Links alle unterstützt werden, wo Komoot standardmäßig geöffnet wird. Hier unterstützte Links öffnen,
kann man sagen, immer fragen, wenn man sicher gehen möchte, dass nichts Falsches passiert auf dem Handy. Man sollte grundsätzlich jeden Link hinterfragen, den man öffnet auf dem Handy, weil das immer gefährlich sein kann. Also lasse ich das hier aktiv auf immer fragen, wenn ein Link erfordert, dass die Komoot-App geöffnet wird, ich bestimmen kann, ob das passiert oder nicht. So. Und hier hast du noch andere Standardeinstellungen. Das kann zum Beispiel nötig sein, wenn du dir eine GPX-Datei runterlädst. Hast die GPX-Datei in deinem Dateispeicher vom Smartphone, willst diese Datei öffnen, du tippst da drauf und dann fragt dich Android als Betriebssystem, mit welcher App soll ich das öffnen? Kannst du dort auch Komoot auswählen und hast dann die Wahl, ob einmalig oder immer öffnen über Komoot. Wenn du dann immer öffnen wählst, dann wird jede x-beliebige GPX-Datei, die du dann öffnen willst, immer sofort über Komoot angezeigt. Hier kannst du allerdings dann nicht sehen, welche Programme das sind, die dann, beziehungsweise welche Dateien das sind. Du könntest hier auch die Standardeinstellungen zurücksetzen. Ganz unten hast du dann noch die Store-Informationen. In dem Fall, wenn du das über den Play Store bezogen hast, dann würde da beispielsweise der Play Store stehen, müsste man auch direkt hinspringen können. In meinem Fall fehlende Google-Dienste. Ich habe Komoot über die Phone Clone App von Huawei installiert. Deswegen steht hier die Quelle. Ich habe die Komoot-App dort über diese App bezogen. Wenn du mal was über einen anderen Routenplaner erfahren willst, dann empfehle ich dir die Tutorial-Serie über Garmin Basecamp oben links. Genauso freue ich mich, wenn du dir mal das Video unten links anschauen würdest. Ich bin Thomas. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao!